Überwachungsstaat. Was ist das überhaupt? Unter einem Überwachungsstaat versteht man einen Staat, der ganz legal alles Handeln, die Aufenthaltsorte und Freunde seiner Bürger überwacht, um Straftaten zu verhindern oder um sie schneller aufzuklären. Das klingt doch erstmal nach einer ganz guten Idee. Straftaten werden verhindert und alle sind sicherer. Trotzdem ist der Begriff negativ geprägt. Woran liegt das? Eine der wichtigsten Aufgaben eines Staates ist es, für Sicherheit seiner Bürger zu sorgen. Gleichzeitig muss er ihnen auch Freiheiten zugestehen, damit jeder sein Leben individuell gestalten kann. Sicherheit und Freiheit ergänzen sich, weisen sich aber auch in Schranken, denn Freiheit ist immer mit Risiken verbunden und Sicherheit schränkt immer auch Freiheiten ein. In Demokratien hat sich daher ein Kompromiss etabliert, welcher das Beste aus beiden Welten vereint. In einem Überwachungsstaat dagegen wird die Freiheit durch übertriebene Sicherheitsbedürfnisse eingeschränkt. Und das ist auch schon sein größtes Problem. Zuletzt aktuell war das Thema bei der sogenannten Vorratsdatenspeicherung, bei der zur Terrorabwehr alle Telefon- und Internetverbindungsdaten für 6 Monate gespeichert werden sollten. Und obwohl die Speicherung und ihr Nutzen als heftig umstritten galt und vom Bundesverfassungsgericht verboten wurde, erscheint sie heute fast harmlos gegenüber PRISM und Tempora, den beiden Überwachungsprogrammen der britischen und amerikanischen Regierung, die auch uns in Deutschland betreffen. Diese speichern nämlich nicht nur Verbindungsdaten, sondern schlicht und einfach alles, was jeder von uns im Netz tut und über britische und amerikanische Server läuft. Jeden Text und jedes Bild. Wirklich alles. Sogar, dass du dir jetzt gerade dieses Video hier ansiehst. Manche Arten der Überwachung sind auch so schon seit vielen Jahren in Deutschland möglich. Zum Beispiel das Abhören von Telefonaten, Chats oder E-Mails zur Bekämpfung von Terrorismus und organisierter Kriminalität. Richter können dafür im Einzelfall einen sogenannten Lauschangriff anordnen. Doch was, wenn wir ab sofort einfach jedes Telefonat, jeden Chat und jede E-Mail ohne Verdacht überprüfen würden? Könnten wir dann nicht Verbrechen und Terror für alle Zeiten verhindern? Vielleicht für kurze Zeit, doch es ist wahrscheinlicher, dass Befürworter dieser Idee den Einfallsreichtum von Kriminellen unterschätzen. Wer nicht entdeckt werden will, findet immer einen Weg, zum Beispiel durch starke Verschlüsselung oder persönliche Gespräche an Orten, wo Überwacher keinen Zugriff haben. Und die Leidtragenden sind ausgerechnet ganz normale, unschuldige Bürger, denen fortan der Staat bei allem, was sie tun, über die Schulter blickt. Wer schon einmal auf Facebook eine Freundschaftsanfrage von Mutti, dem Lehrer oder Chef erhalten hat, kann vielleicht nachvollziehen, wie es sich anfühlt, wenn man überwacht wird. Will ich wirklich, dass die Eltern sehen, wie mich meine Freunde beim Rauchen fotografiert und getaggt haben? Und will ich vom Arbeitgeber online beim Lästern erwischt werden oder beim Chatten, wenn ich eigentlich mit Fieber im Bett liegen sollte? Tumblr und 9gag sind voll mit Beispielen, in denen unvorsichtige Pechvögel über den eigenen Chef hergezogen haben und im Kommentar darunter von diesem gefeuert wurden. Oder Kifferbeichten, die von den Eltern mit „Komm mal nach Hause, Junge, wir müssen reden" beantwortet wurden. Ein Überwachungsstaat, der immer mitliest, ist im Prinzip nichts anderes, nur dass man hier nicht die Wahl hat, dessen Freundschaftsanfrage abzulehnen. Was aus dieser Überwachung folgt, ist die Schere im Kopf. Alles, was man sagt oder tut, was kontrovers sein könnte, behält man lieber für sich und vermeidet möglichen Ärger. Und zwar sogar dann, wenn man eigentlich davon ausgeht, dass das, was man tut, völlig legal ist. Selbstkritische Diskussionen und Meinungsäußerungen werden so aus Angst eingeschränkt. Befürworter von Überwachung argumentieren, dass doch jemand, der nichts zu verbergen hat, auch gar nichts zu befürchten habe. Doch leider ist an dieser Behauptung einiges falsch. Es geht um das Verhältnis zwischen Staat und Bürger. Es bedeutet, dass der Bürger etwas zu befürchten habe, wenn er etwas zu verbergen hat. Gilt das auch umgekehrt für Geheimdienste, deren Namen ja schon preisgibt, dass sie etwas verbergen? Wieso sollte man davon ausgehen, dass die Geheimnisse des Staates immer legitim sind, während die Geheimnisse der Bürger es grundsätzlich nicht sein sollen? Dass Überwachung für einen Einzelnen unangenehm sein könnte, wird ebenfalls ignoriert, wo wir wieder bei hat auch nichts zu befürchten wären. Ein völlig Unschuldiger hat sehr wohl unangenehme Überwachung zu befürchten. Und was ist mit staatlichen Zwangsmaßnahmen wie der Untersuchungshaft? In Großbritannien können Personen bis zu 14 Tage ohne Anklage festgehalten werden. Sollte sich der Verdacht als falsch herausstellen, gibt es keine Entschädigung für den Freiheitsentzug. Pech gehabt. Ähnliches gilt in Deutschland, wenn aufgrund eines Verdachts Computerhardware oder Daten von Unternehmen oder Privatpersonen beschlagnahmt werden, was regelmäßig geschieht. Und selbst wenn sich danach die Unschuld herausstellt, bleiben die Betroffenen auf dem Schaden sitzen. Denn die Polizei kann beschlagnahmte Geräte und Daten über Monate bis Jahre behalten. Die Aussage hat auch nichts zu befürchten geht auch davon aus, dass das alleine im Verhalten des Bürgers liegt, nicht jedoch am Staat. Dabei ist es genauso möglich, dass sich Gesetze verschärfen und was vorher unproblematisch war, wird plötzlich zum Verdachtsmoment. Oder dass sich ein demokratisches System zur Diktatur wandelt, wie es derzeit in Ungarn geschehen könnte. Die Aussage hat auch nichts zu befürchten, geht davon aus, dass der Staat immer Recht hat, selbst wenn er sich irrt oder seine Macht missbraucht.
Der Brite Lee Van Bryan twitterte Anfang 2012 über eine bevorstehende Reise nach Amerika, dass er es zerstören und Marilyn Monroe aus ihrem Grab schaufeln wolle. Destroy America. Gemeint war selbstverständlich Party machen, sich besaufen. Die US-Einreisebehörde, die offenbar Twitter nach genau dieser Phrase absuchte, verstanden keinen Spaß, durchsuchten sein Gepäck nach Spaten und schickten ihn und seine Begleiterin in Handschellen zuerst ins Gefängnis und danach zurück nach Großbritannien. Noch schlimmer ging es Justin Carter, einem Teenager aus Texas, der nach einer Partie League of Legends von einem Facebook-Bekannten total fertig im Kopf genannt wurde. Seine sarkastische Antwort, oh yeah, ich bin total fertig im Kopf, ich werde jetzt eine Schule voller Kinder erschießen, die ihre schlagenden Herzen essen, lol, just kidding, brachte ihn nicht nur für 6 Monate in den Knast, er muss nun auch wegen angeblicher Terrordrohung mit einer Freiheitsstrafe von 10 Jahren rechnen. Was als harmloser Scherz gemeint war, kann von ironieresistenten Behörden schnell missverstanden werden und fatale Konsequenzen haben. Kann man sich Sarkasmus dann überhaupt noch leisten? Und welche Auswirkungen hat das auf die Freiheit und die Schere im Kopf, wenn jeder Angst haben muss, dass seine Privatsphäre und jedes Wort, das er sagt und schreibt, von Behörden auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dann noch womöglich falsch verstanden wird? André Holm, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter der Humboldt-Universität Berlin, geriet ins Visier von Fahndern, nachdem er in einem Online-Artikel die Worte Gentrification und Prekarisierung verwendet hatte. Dieselben Worte waren zuvor im Bekennerschreiben bei Anschlägen auf Polizeifahrzeuge in Berlin aufgetaucht. Und aus genau diesem Grund wurden Holm und seine Familie erst monatelang intensiv überwacht und dann in einem Überfallkommando in seiner Wohnung in Unterhosen verhaftet und schließlich 3 Wochen in Untersuchungshaft gesteckt. Dass Holm am Ende unschuldig war, machte den angerichteten Schaden natürlich nicht ungeschehen. Er muss damit leben, dass der Staat viele Monate lang intimste Details aus seinem Leben und dem seiner Familie überwachte und dies sogar noch einige Zeit nach seiner Freilassung fortsetzte. Dabei ist es noch nicht einmal nötig, etwas dafür zu tun, um ins Visier von Behörden zu geraten. Den falschen Namen zu haben, reicht völlig aus. 3 James Robinsons aus den USA mussten erfahren, was es bedeutet, auf einer Terror-Watchlist zu stehen. Der eine ist Pilot, der nächste Anwalt und der dritte ein 5-jähriger Junge. Und alle 3 werden aufgrund ihres Namens verdächtigt, Terroristen zu sein und müssen sich bei Flügen einer intensiven Untersuchung stellen oder damit rechnen, nicht fliegen zu dürfen. Obwohl alle 3 gegen diese Behandlung vorgingen, änderte sich erstmal nichts. Erst als sie ihre Namen bei Buchungen in anderer Form angaben, zum Beispiel Jim statt James, konnten sie passieren. Welchen Wert hat eine Terror-Watchlist, wenn sie die völlig falschen trifft? Und welche Rückschlüsse lässt dies auf die Verlässlichkeit anderer Formen von Überwachung zu? Ein weiteres Problem ist der Missbrauch von Daten und damit ist nicht alleine der Verkauf von privaten Adressen zu Werbezwecken gemeint, wie er in Deutschlands Einwohnermeldeämtern tatsächlich heute schon legal üblich ist, sondern auch die Verwendung ausspionierter privater Dinge, seien es Seitensprünge, deine Sexualität oder politische Orientierung. Wer über dein Privatleben Bescheid weiß, hat Macht über dich und niemand weiß das besser als die Opfer der Stasi in der DDR oder einem anderen deutschen Unrechtsregime. Die deutsche Polizei im 19. Jahrhundert führte Listen über bekannte und angebliche Schwule. Es ging darum, die Strafverfolgung nach § 175 der Schwulen-Sexverbot zu erleichtern. Ab 1933 fielen diese Listen den Nazis in die Hände, die zuerst den § 175 verschärften und anschließend Zehntausende Männer in Psychiatrien verschleppten, kastrierten oder in Konzentrationslagern umbrachten. Soweit hatte man beim Anlegen der sogenannten Rosa-Listen sicher nicht gedacht und sie gelten heute als eines der wichtigsten Mahnmale gegen Datensammlung. Und wenn wir schon bei den Nazis sind, welche Möglichkeiten hätten die Juden gehabt, mit gefälschten Pässen vor Hitler zu fliehen, wenn damals bereits biometrische Pässe und vernetzte Überwachungssysteme an allen Flughäfen und Grenzen zur Verfügung gestanden hätten? Leisten wir nicht damit schon die Vorarbeit zur zukünftigen Verfolgung von Minderheiten? Politiker wie der frühere Innenminister Wolfgang Schäuble haben solche Vergleiche immer mit dem Verweis abgelehnt, dass ein Rückfall in ein nationalsozialistisches System in der Bundesrepublik undenkbar wäre. Doch wie kann er sicher sein, dass sich hier in 20 bis 30 Jahren kein anderes Unrechtsregime bildet? Ungarn lässt grüßen oder dass Deutschland von einem feindlichen Ausländischen übernommen wird. Ein Rechtsstaat muss nicht nur für Sicherheit sorgen, er muss auch darauf achten, dass seine Methoden zur Sicherheit niemals gegen seine Bürger missbraucht werden können. Ein Überwachungsstaat ist auch das, was George Orwell nach dem Zweiten Weltkrieg in seinem Roman 1984 vorhersagte. Ein Staat, der seine Bürger durch absolute Überwachung zu gesetzeskonformem Handeln zwingt, Sprache kontrolliert, Sexualität unterdrückt und Kriege und Terrorismus inszeniert, um wiederum Überwachung zu rechtfertigen. Der Spruch von Überwachungskritikern, 1984 war nicht als Anleitung gedacht, ist ernst gemeint, denn vieles aus Orwells Fiktion ist schon heute Realität. Die Spähprogramme Prism und Tempora überwachen alles, was du im Netz tust. Durch GPS und Smartphones lässt sich jederzeit herausfinden, wo du bist. Sexualität wird unterdrückt, um Straftaten zu verfolgen, die damit meist gar nichts zu tun haben. Videokameras überwachen den öffentlichen Raum und identifizieren automatisiert Kennzeichen, Gesichter oder verdächtige Verhaltensweisen. Kriegsberichterstattungen werden manipuliert und dadurch die öffentliche Meinung gelenkt, wie bei den angeblichen Massenvernichtungswaffen im Irak.
Aus dem Bemühen, Menschen zu schützen, kann schnell etwas werden, das weit mehr Schaden anrichtet, als ursprünglich verhindert werden sollte. Ständige Überwachung schränkt unsere Freiheit ein. Sie schürt Selbstzensur und Paranoia und kostet den Steuerzahler viel Geld, ohne dass ihr Nutzen wirklich sicher ist. Dabei ist es wahrscheinlich, dass die Überwachung in den nächsten Jahren sogar noch zunimmt. Der Grund, warum nicht jedes private Gespräch überall auf der Welt abgehört wird, ist nicht Respekt vor der Privatsphäre. Es ist einfach technisch noch nicht möglich. Bis die Technik soweit ist, wird es nicht mehr lange dauern und die Frage ist, wie wir dann damit umgehen. Wollen wir in einer Welt leben, in der Sicherheit und Freiheit gleichberechtigt sind oder in einem Überwachungsstaat, in dem Freiheit selbst schon als verdächtig gilt und vor lauter Sicherheitswahn erdrückt wird? Wie siehst du das? Ist Überwachung gut oder schlecht für die Gesellschaft oder sind wir bereits auf dem Weg in den Überwachungsstaat? Schreib mir deine Meinung unten in den Kommentaren. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und ich freue mich außerdem, wenn du es weiter verbreitest, damit auch andere Leute erfahren, was ein Überwachungsstaat ist. Jetzt kannst du hier noch mein Trauma live angucken oder meinen letzten Cartoon, in dem es um Monster geht. Viel Spaß beim Anschauen und bis zum nächsten Mal.